Während alliierte Fallschirmjäger über der Normandie abspringen, werfen britische Flugzeuge kurz davor Hunderte von Attrappen ab. Einfache Stoffpuppen, die aus der Ferne wie echte Soldaten aussehen. Begleitet werden sie von kleinen Teams des Special Air Service. Sie feuern Waffen, zünden Sprengsätze und lassen über Lautsprecher das Chaos einer Schlacht erklingen. Das Ziel? Die Deutschen sollen glauben, dass an mehreren Orten groß angelegte Landungen stattfinden. Panzer und Infanterie werden in Bewegung gesetzt, Truppen von den echten Brennpunkten abgezogen. Operation Albany verlor 10 bis 12 1047 durch heftige Flak auf der Cotentin-Halbinsel. Der Sprung über Saint-Mère-Église gehörte zu der ersten Welle, Operation Albany. Operation Boston erlitt schwere Verluste. Viele Fallschirmjäger landeten in überfluteten Zonen, oft meterhoch voll Wasser. Ihre Ausrüstung wog bis zu 45 Kilo und zog sie beim Aufprall sofort in die Tiefe. Diese Flutungen waren kein Zufall. Erwin Rommel ließ die Niederungen der Normandie gezielt unter Wasser setzen, um alliierte Landungen zu erschweren. Zusätzlich wurde die Küste schwer befestigt und vermint. Lafayette wurde um 5:30 Uhr von amerikanischen Fallschirmjägern eingenommen und verteidigt. Die Brücke war ein zentrales Ziel, da sie für den weiteren Verlauf der Invasion von entscheidender Bedeutung war. Amerikaner verteidigen Lafayette, erbitterte Gefechte gegen die Wehrmacht. Bewegung am Strand, Alarmstufe Rot, wiederhole, Alarmstufe Rot. Um 5:20 Uhr werfen B-24 Liberator-Bomber ihre Bomben. Um 5:36 Uhr eröffnet die USS Iowa mit ihren gewaltigen Geschützen das Feuer. Amerikanische Seemacht ebnet den Weg für die Landungstruppen an der Normandie. Nach der Landung um 6:30 Uhr geraten die amerikanischen Soldaten an Omaha Beach sofort unter schweres Maschinengewehr und Artilleriefeuer. Viele Boote werden bereits beim Anlanden getroffen. Männer stranden ohne Deckung, offener Strand. Trotz massiver Bombardierung durch alliierte B-24 Liberator-Bomber sind die deutschen Bunkeranlagen und Geschützstellungen nahezu unversehrt. Die Bomberflotten hatten die Aufgabe, die deutschen Verteidigungsanlagen zu zerstören. Doch dichte Wolken über der Küste und die Sorge, eigene Truppen zu treffen, führten dazu, dass die Bomben zu spät abgeworfen wurden und meist weit hinter den Strand fielen. So blieben die deutschen Stellungen fast vollständig intakt und konnten die Landungstruppen mit tödlichem Feuer empfangen. Unter schwerem Beschuss kämpfen die Soldaten über den vermieten Sand. Ein Pionier Roquefort schiebt einen Bangalore-Torpedo unter den Stacheldraht, dann die Explosion. Erst jetzt öffnet sich der Weg ins Landesinnere.
Bis 9 Uhr verliert die erste Welle hunderte Soldaten, während sie sich Meter für Meter vorarbeiten und erste deutsche Stellungen ausschalten. Unter schwerem Beschuss klettern die Ranger mit Seilen die steilen Klippen von Pointe du Hoc hinauf. In den Bunkern bricht Chaos aus, Verstärkung bleibt aus, die Verteidiger sind auf sich allein gestellt. Bis 18 Uhr sind die Strände größtenteils gesichert, der Brückenkopf steht. Im Raum zwischen Juno und Sword Beach bei Saue liegt die einzige deutsche Panzerreserve in Reichweite, die 21. Panzerdivision. Am Morgen des 6. Juni 1944 erhalten die Soldaten auf Befehl des Oberbefehlshabers West, Gerd von Rundstedt, den Auftrag, gegen die alliierten Landungen vorzugehen. Die orangen Pfeile auf der Karte zeigen ihren Angriff. Am Nachmittag gegen 16 Uhr stößt die Division in Richtung Küste vor, um die alliierten Landungen zu bekämpfen. Teile der Division erreichen sogar kurzfristig die Küste zwischen den britischen und kanadischen Landungszonen. Doch alliierte Luftangriffe und schnelle Gegenmaßnahmen stoppen den Vorstoß. Die 21. Panzerdivision muss sich zurückziehen. Die Landung der Alliierten bleibt erfolgreich. Doch warum war die deutsche Verteidigung am D-Day so schwach? Ein wichtiger Grund: Adolf Hitler, der oberste Befehlshaber, befand sich auf dem Obersalzberg und wurde erst gegen 10 Uhr geweckt. Da waren die Alliierten bereits an Land. Die wichtigsten Panzerreserven durften nur auf seinen persönlichen Befehl eingesetzt werden, weil Hitler und viele Generäle glaubten, die Landung in der Normandie sei nur ein Ablenkungsmanöver und der eigentliche Angriff werde bei Calais stattfinden. Zögerten sie mit dem Einsatz der Reserven, so konnten die deutschen Truppen erst spät und nur in kleinen Teilen reagieren. Ein entscheidender Fehler, der den Alliierten den Durchbruch erleichterte. Erst am späten Nachmittag des 6. Juni 1944 gab Hitler den Befehl, die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend und die Panzerlehrdivision in Richtung Normandie zu verlegen. Doch die Truppen erreichten das Kampfgebiet zu spät und die alliierten Landungen noch aufzuhalten. Ohne Hitlers ausdrückliche Genehmigung durften die deutschen Kommandeure keine größeren Reserven bewegen. Ein Entscheidungsmonopol, das zu einer folgeschweren Verzögerung bei der deutschen Reaktion auf die Invasion führte. Werfen wir nun einen Blick darauf, warum Hitler und seine Generäle so zögerten und die Wehrmacht am D-Day schwach reagierte. Die Alliierten wussten, dass ein Überraschungsmoment entscheidend für den Erfolg der Invasion sein würde. Deshalb entwickelten sie ein komplexes Netz aus Täuschungsmanövern, um die deutsche Führung gezielt in die Irre zu führen. Im Frühjahr 1944 starteten die Alliierten die groß angelegte Täuschungsoperation Fortitude. Sie bestand aus 2 Teilen, Fortitude Nord und Fortitude Süd. Fortitude Nord ließ die Deutschen glauben, eine große alliierte Armee, angeblich mit mehreren Divisionen, würde in Schottland für eine Invasion Norwegens bereitstehen. Tatsächlich stationierte Hitler bis zu 13 Divisionen in Norwegen, weil er dort einen Angriff erwartete. Diese Fehleinschätzung band wertvolle deutsche Kräfte im Norden Europas, die an der Westfront dringend benötigt worden wären. Fortitude Süd war noch raffinierter. In Südostengland täuschten die Alliierten mit Attrappen, Funkverkehr und gefälschten Truppenbewegungen eine riesige Invasionsarmee unter General Patton vor, die sogenannte First US Army Group, kurz gesagt FUSAG. Ziel: die Deutschen sollten glauben, der Hauptangriff würde über Calais stattfinden, wo tatsächlich die 15. Armee mit rund 150.000 Soldaten in Stellung blieb. Die Alliierten setzten dabei nicht nur auf Attrappen, sondern auf gezielte Desinformation durch Doppelagenten und gefälschte Funksprüche, um die Illusion einer bevorstehenden Invasion bei Calais zu verstärken.
Ein Netzwerk von Spionen, die als Doppelagenten für die Alliierten arbeiteten, spielte dabei eine Schlüsselrolle. Besonders der Spanier Juan Pujol Garcia, Codename Garbo, überzeugte die Deutschen mit einem erfundenen Agentennetzwerk und lieferte gezielt Falschinformationen über eine angebliche Invasion bei Calais. Auch die Französin Nathalie Sercui, Codename Trisur, und der Pole Roman Czerniewski, Codename Brutus, trugen mit ihren Berichten zur Verwirrung bei. Die Deutschen vertrauten diesen Quellen so sehr, dass sie bis zuletzt an eine Landung bei Calais glaubten. Die Täuschungen waren so überzeugend, dass Hitler und viele seiner Generäle selbst am 6. Juni 1944 noch überzeugt waren, die Landung in der Normandie sei nur ein Ablenkungsmanöver. Die Verwirrung im deutschen Oberkommando führte dazu, dass entscheidende Gegenmaßnahmen verzögert oder gar nicht eingeleitet wurden. Deshalb wurde die Panzerreserve nicht sofort eingesetzt und wichtige Divisionen blieben wochenlang an den falschen Orten stationiert. Bereits in der Nacht zum 6. Juni 1944 entfaltet sich ein Tanz der Täuschung vor der französischen Küste. Kleine Flottillen alliierter Schiffe ziehen präzise Muster vor Pas de Calais und Cap d'Andefer. Sie schleppen Radarreflektoren, die auf deutschen Bildschirmen wie riesige Inflationsflotten erscheinen. Gleichzeitig werfen sie Lancaster-Bomber der RAF-Wolken aus Aluminiumstreifen ab. Eine Schneise aus Radarechos, die langsam auf die Küste zurollt. Für die Deutschen sieht es aus, als nähere sich eine Armada von 10.000 Schiffen. Doch es ist eine Phantomflotte aus Licht und Technik, geboren aus der Genialität britischer Wissenschaftler. Was auf die Landungen in der Normandie folgt, ist ein monatelanger, erbitterter Vormarsch der amerikanischen Truppen quer durch Frankreich, von den Stränden im Westen bis an die deutsche Grenze. In dieser Dokumentation zeichnen wir den Weg der US-Armee nach, Schritt für Schritt von Schlachtfeld zu Schlachtfeld. Jeder dieser Schauplätze steht im Zentrum zukünftiger Folgen unserer aufwendigen Urbex-Doku-Serie. Dort werden wir euch detaillierte Einblicke geben mit exklusiven Aufnahmen, Erkundungen vor Ort und der Geschichte, die diese Orte bis heute atmen. Doch jetzt begleiten wir die amerikanischen Soldaten auf ihrem Weg durch Frankreich im Jahr 1944. Am Tag nach der Landung an Omaha Beach sichern amerikanische Truppen den Brückenkopf bei Virville-sur-Mer. Heftige Kämpfe prägen die ersten Stunden, doch der Fuß in der Tür Europas ist gesetzt. Nur wenige Tage später rücken die Amerikaner auf Carentan vor. Die Stadt ist der Schlüssel, um die Landungszonen von Omaha und Utah Beach zu verbinden. Nach erbitterten Häuserkämpfen fällt Carentan, die Front ist geschlossen. Mit der Einnahme von Isigny-sur-Mer sichern die US-Truppen einen wichtigen Nachschubweg. Die Brückenköpfe wachsen zusammen, der Vormarsch ins Landesinnere beginnt. Das nächste große Ziel ist Cherbourg. Der Hafen ist lebenswichtig für den alliierten Nachschub. Nach einer 10-tägigen Belagerung und schweren Kämpfen kapituliert die deutsche Garnison. Die Amerikaner haben ihren ersten großen Sieg errungen. Saint-Lô, einst eine blühende Stadt, wird zum Symbol der Zerstörung. In tagelangen Häuserkämpfen wird sie fast völlig dem Erdboden gleichgemacht. Doch ihr Fall öffnet den Weg nach Süden. Mit der Operation Cobra gelingt den Amerikanern der Durchbruch bei Aurage. Die deutschen Linien brechen, der Weg in die Bretagne und nach Südfrankreich ist frei. Die Wehrmacht startet bei Mortat, ihre letzte große Gegenoffensive in der Normandie, Operation Lüttich. Doch alliierte Luftüberlegenheit und entschlossener Widerstand lassen den Angriff scheitern. Die Alliierten schließen den Kessel von Falaise. Zehntausende deutsche Soldaten werden eingekesselt, viele getötet oder gefangen genommen. Die Schlacht um die Normandie ist entschieden, der Weg nach Paris steht offen. Im Rahmen der Einkesselung kommt es in Vire zu schweren Gefechten, die Stadt fällt, die deutschen Truppen sind auf dem Rückzug. Der amerikanische Vormarsch beschleunigt sich, in nur wenigen Tagen werden Chartres, Dreux und Le Mans befreit.
Die Alliierten stehen vor den Toren von Paris. Paris erhebt sich. Nach Tagen des Aufstands marschieren amerikanische und französische Truppen in die Hauptstadt ein. Die deutsche Garnison kapituliert. Paris ist frei. Der Vormarsch geht weiter. In schneller Folge fallen Reims, Verdun, Sedan und Mons. Die deutschen Truppen ziehen sich hastig zurück. Die Front rückt weiter nach Osten. Nancy, Metz und Epinal werden zu neuen Brennpunkten des Vormarsch. Während Nancy und Epinal nach kurzen Gefechten fallen, entwickeln sich um Metz ein erbitterter Stellungskrieg. Hier stemmen sich deutsche Truppen mit aller Kraft gegen den amerikanischen Angriff. Die alten preußischen Festungen, einst gebaut, um Frankreich zu kontrollieren, werden nun zum Bollwerk gegen die Alliierten. Tag für Tag prallen Infanterie und Panzer an den dicken Mauern ab. Artilleriefeuer und Regen verwandeln das Umfeld in ein Schlachtfeld. Metz wird zum Symbol für den zähen Widerstand der Wehrmacht. Erst im November, nach wochenlanger Belagerung und schweren Verlusten, fällt die Stadt. Die Stadt Metz wurde am 22. November 1944 offiziell von den Amerikanern eingenommen. Einzelne Festungen leisten jedoch bis zum 13. Dezember 1944 weiter Widerstand. Doch mit dem Fall von Metz ist der Weg nach Deutschland endgültig offen und die amerikanischen Truppen stehen an der Schwelle zum Reich. An der deutschen Grenze geraten die US-Truppen in die mörderischen Wälder des Hürtgenwaldes. Wochenlange verlustreiche Kämpfe bremsen den Vormarsch, der Krieg wird zäh und blutig. Aachen wird zur ersten deutschen Großstadt, die von den Amerikanern erobert wird. Nach schweren Häuserkämpfen kapituliert die Stadt am 21. Oktober. Im Dezember startet die Wehrmacht ihre letzte große Offensive im Westen, die Ardennenschlacht. Bastogne wird eingekesselt, doch die Amerikaner halten stand. Die Offensive scheitert. Der Weg nach Deutschland ist endgültig offen. Der amerikanische Vormarsch durch Frankreich 1944 ist eine Geschichte von Mut, Entschlossenheit und unermesslichen Opfern. Jeder dieser Orte steht für ein Kapitel dieses dramatischen Sommers und für den langen Weg zur Befreiung Europas.